es ist so schwer, das rüberzubringen, was Rennstrecke eigentlich ist, was es bedeutet, wie sich das anfühlt. Ich muss echt sagen, großen Respekt erstmal. Muss locker sein, das ist das Wichtigste. Ja. Oberste Priorität ist Verstand. Also ich habe einfach nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich hätte auch nie damit gerechnet, so eine Zeit hinzulegen. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Oschersleben auf der Rennstrecke und stehen vor den Suzuki Bikes. Wir sind gestern schon angereist, haben hier übernachtet in der Box. Dazu ein paar Aufnahmen erstmal hier. So, und jetzt stehen wir vor dem Bike. Das hübsche Ding fahre ich. Ich habe die Startnummer 12. Wir haben gestern schon die Abnahme gemacht. Und wie viele von euch wissen, damit keine Scherben auf der Strecke sind, muss man natürlich die ganzen Glasteile abkleben. Sieht aber richtig geil aus. Wir haben jetzt auch hier die Spiegel natürlich entfernt. Und auch hier hinten den Kennzeichenhalter. Und das sieht bombastisch pervers aus, finde ich. Also das Heck ist richtig schnittig. Ich bin mal richtig gespannt. Leben super, sich merken, das Ende von den Curves. Das kann man sich auf einbringen, dass ihr wisst, jede Runde, Ende von den Curves, dann was ist das denn? So, und ich will jetzt eine Bestzeit, ne? Junge, also ich bin jetzt erste Runde wohl so schnell gefahren, dass ich direkt eine schnellere Gruppe fahre. Und ich fahre wohl auch jetzt los. Ha, ich weiß gar nicht, wo mein Bike steht. Ach da, ich bin verwirrt. Fuck, ey. Ist das krass, ey. Das hätte ich nie gedacht. Direkt aufgestiegen, Mann. Level up. Krank. So, los geht's. Die schnellere Gruppe. So, wir sind jetzt die ersten Turns gefahren, haben jetzt Mittagspause, das heißt, ich habe mich erstmal wieder umgezogen, wir haben was gegessen und es macht einfach so pervers viel Spaß. Letztes Mal war ich ja das erste Mal auf der Rennstrecke in Sevilla, falls ihr das Video gesehen habt, aber da hatte ich überhaupt keinen Instructor, das heißt, ich bin einfach auf gut Glück gefahren. Jetzt hatten wir jemanden, der hat uns das erklärt, das war ganz angenehm zu wissen, in welchem Gang wir wo wie schnell fahren, was für eine Linie wir fahren müssen und das hat schon echt viel gebracht, also ich fühle mich viel sicherer, das Knie geht easy auf den Boden. Lass mal kurz zu den Reifen gucken. Die Reifen sind jetzt mittlerweile nach dem dritten Turn. Ein Turn geht 20 Minuten, also nach einer Stunde Fahrbetrieb absolut abgefahren. Das heißt links und rechts. Und wir haben jetzt mittlerweile schon so gute Zeiten, dass wir drei, das heißt Ref, Raudio und meine Wenigkeit, in eine schnellere Gruppe gelassen werden. Das heißt Gruppe C, ne? Vorher waren wir D, jetzt sind wir C. Und weil wir mit den Reifen an unsere Grenzen kommen, kriegen wir jetzt nochmal Slicks drauf. Das heißt, es wird richtig geil. Ich bin noch nie Slicks gefahren, ich bin aufgeregt. Viel Spaß, wir ziehen die erstmal auf.
So, wir haben uns jetzt hier nochmal auf der Rennstrecke zusammengefunden und zwar wirklich auf der Rennstrecke. Das heißt, wir sind gerade auf der Start-Zielgerade. Das Wetter ist noch richtig geil. Wir haben jetzt alle geduscht, uns umgezogen und ich denke mal, wir können jetzt mal irgendwie über die letzten 2 Tage reden. Ja. Ne, wie das alles so war, wie wir uns gefühlt haben, wie Rennstrecke an sich ist, wie das Event war, oder? Genau. Jetzt haben wir noch 2 Leute mitgebracht und zwar könnt ihr euch immer nacheinander vorstellen. Vielleicht fängt Pani einfach mal an, Ladies first. Ich bin die Pani von Suzuki. Ich bin da im Marketing und bin heute mal so ein bisschen für die Jungs da. Super. Ich bin der Philipp, bin von Hafniger Renntrainingsveranstalter hier und durfte heute mal die Jungs so ein bisschen begleiten und vor allem mal zusehen, was die so drauf haben. Und heute muss ich schon vorab wegnehmen, ein bisschen überrascht. Vielleicht kannst du da ja Echt? schon mal einsteigen Genau. und ein bisschen Finde ich Feedback auch ganz geben. Das wäre interessant. Habe ich zu viel schon gesagt? Nee, finde ich ganz gut. Ja. Ja, ich sag mal so, wir haben im Jahr über 10.000 Kunden und nicht, weil wir jetzt hier online sind oder wie auch immer, sondern ich muss echt sagen, großen Respekt erstmal. Wir haben in Gruppe Gelb ist bei uns die langsamste Gruppe und wir haben 4 Gruppen insgesamt und dann gibt es dann natürlich schnellere Gruppen, wir teilen das immer nach Zeiten ein. Oh ja, und wir haben letztendlich in der langsamsten Gruppe angefangen und dann muss ich sagen, das war auch für den Anfang immer ganz gut. Wir sagen ja immer erstmal langsam anfangen und dann Schritt für Schritt steigern. Und am Schluss waren wir dann doch in der zweitschnellsten Gruppe teilweise gelandet und drittschnellsten Gruppe. Also die Jungs haben echt richtig Gas gegeben, aber das Größte und das Wichtigste für mich ist einfach, mit Respekt das Ganze so ein bisschen angegangen. Ja? Weil das letztendlich, der Sport macht enorm viel Spaß. Aber ein gewisses Risiko ist halt doch dann natürlich vorhanden. Wenn man es richtig angeht, dann ist es dann safe. Super. Ich hätte es auch niemals gedacht, dass wir irgendwie hierher kommen. Ich weiß nicht, Dorian, der ist jetzt leider nicht mit dabei, der hatte uns erzählt, wenn ihr so zwei Minuten fahrt, dann seid ihr schon echt gut. So. 1,55 schon eine So, akzeptable Zeit für einen Anfang. wir können ja unsere Zeiten immer sagen. Ich glaube, ich bin jetzt 1,47 gefahren, du warst noch schneller. Meine Zeit war 1,39, die ich wirklich im letzten Turn nochmal getoppt habe, weil ich halt, wie du gesagt hattest, noch in die zweite Gruppe gekommen bin. Und da glücklicherweise eine richtig schön freie Strecke hatte und echt einen guten Fahrer vor mir hatte. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber der ist sehr schön vor mir gefahren und ich habe mich einfach so schön an den Arsch rangehängt. Und es hat gut geklappt. Ich habe die Runden richtig gefühlt. Dann bin ich auch in die Boxen gekommen und erstmal hat jemand die Zeiten, dann jemand die Zeiten. Also es ist echt krass. Ich hätte auch nie damit gerechnet, so eine Zeit hinzulegen. Wenn man bedenkt, die IDM-Fahrer fahren, was? 1,30, 1,34? Ja, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass heute ein paar da waren. Genau. Die nicht ganz so schnell heute waren, aber nichtsdestotrotz, sie fahren 1,27 momentan. Ja, okay. Das ist dann doch nochmal eine ganze Ecke. Das ist natürlich eine ganze Ecke, ganz klar. Und umso schneller man wird, umso schwieriger wird das Ganze, auch selbstverständlich. Aber es gibt so ein paar Grundregeln und die habt ihr wirklich heute echt gut beachtet, sonst kann man auch selbst keine 39 fahren. Ja, man muss locker sein, das ist das Wichtigste. Ja. Die oberste Priorität ist Verstand, den Einsätzen natürlich. Und ja, das hat heute sehr gut funktioniert und alle sind heil geblieben. Also Leute, wir sind nicht nur Stadtfahrer. So wollen wir nicht weg. Ja, das wird uns immer gern vorgeworfen, weil wir halt nur in der Stadt fahren, weil da halt spannende Dinge für unsere Videos passieren. Und dann immer alle, ihr könnt keine Kurven fahren. Wenn ich mir jetzt die Knieschleifer und unsere Aufnahmen angucke, also Ja, das schon ein kann man uns anderes nicht mehr Level. vorwerfen. Klar, es ist Rennstrecke, aber ich finde, da kann man es auch gerade machen, weil Genau. hier kannst du diese ganzen Faktoren wie Baum, Wild, komische Autofahrer und sonst was alles Sei es nur ein ausblenden. Traktor, der am Rand Ja. rauskommt. Wenn du zu schnell auf der Landstraße bist, dann wird das einfach zur Gefahr. Genau. Und hier kann man sich einfach richtig austoben und trotzdem, wie du sagtest, mit Respekt rangehen und einfach sich rantasten und merken, okay, ich kann doch noch mal ein bisschen später bremsen, ich kann doch noch mal ein bisschen tiefer gehen, okay, hier fühle ich mich jetzt sicherer und dafür ist das einfach hier perfekt. Auf jeden Fall. Also ich bin noch nie vorher so an meine Grenzen gekommen, des Körperlichen, des Geistigen und so. Also mir hat es richtig gut gefallen. Auf jeden Fall, ich habe die ganzen Erwartungen, die ich eigentlich hatte, komplett übertroffen. Ich hätte es mir niemals vorstellen können, hier irgendwie, wir sitzen ja hier gerade auf der Geraden, einfach hier mit 2,40 längs zu feuern. Du guckst dir es von der Seite an und denkst dir so, boah, das würde ich niemals machen. Genau, erster und dann Turn, alle anderen so, da sehe ich mich nicht. Hast du noch gesagt? Ja. Ich sehe mich nicht da fahren. Letzter Turn, ja, so. da überholst du halt noch 5 Leute auf der Geraden, weil du einfach noch mehr Biss hast und noch später bremsen kannst. Das ist einfach der Wahnsinn. Danach ist man immer kurz kaputt, finde ich. Man geht so kurz in sich. Ja. Und dann irgendwie dann kommt es doch schon so, jetzt habe ich Bock, jetzt könnte ich auch wieder fahren. Und
Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt nur 2 Tage waren. Ich könnte morgen direkt wieder fahren. Also, Wenn man nochmal einen schönen Schlaf hat, Genau, sich genau, erholt, genau. nochmal was Gutes isst. ja. Richtig. Ja, das Geilste war, als wir euch die Bikes da, ihr habt ja ein paar Tage gehabt, um die zu fahren. Ja. Und die kamen ja auch relativ spät hierher und ich habe halt echt nicht erwartet, dass es dann noch nötig sein wird, euch irgendwie da auf Slicks fahren zu lassen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Am Anfang habe ich gehofft, dass, ja, oder ich habe gedacht, ihr fahrt da so ein paar gemütliche Ründchen, ja, und alles ist easy. Aber dann seid ihr echt krasse Zeiten gefahren und das war, glaube ich, auch für euch ziemlich geil, das mal umzusetzen, was Dorian und Philipp euch da so zeigen konnten. Ja. Das ist Besonders halt ich immer habe echt viel cool. gelernt. Ja. Also, Und ja, für mich war das halt die ganze Zeit so ein Kampf in meinem Kopf, so oh Gott, hoffentlich bleiben die jetzt safe, weil ihr wart halt echt super, super schnell. Also ich habe einfach nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Und Ich glaube, sie selbst auch nicht, ne? Ja, Niemals. wir selber auch überhaupt nicht. Aber das lag auch wirklich teilweise an der Instruktion. Weil ich war ja, wie ihr wisst, schon in Sevilla auf dem Racetrack, Monte Blanco, vor 2 Wochen. Und da war das einfach so, okay, hier R1, Doppel-R, Schlüssel, nimm, fahr. Ja. Und dann als jemand, der eine SMCR fährt, auf der Straße und auch Landstraße, auf einer Rennstrecke, wo der erste Gang bis 180 dreht, dann drehst du halt den ersten aus. Und Ja, wenn du in den das- Kurven 140 fährst, dann fährst du im ersten Gang, weil du es nicht besser weißt. Und du kannst dich richtig hanging off und irgendwie ist alles komisch und fühlt sich merkwürdig an. Und da hatte ich einfach ein ganz anderes Bild von der Rennstrecke. Klar hat das Spaß gemacht, aber trotzdem dachte ich, irgendwie ist das alles, fühlt sich nicht so richtig an. Und hier wurde von den Jungs uns das richtig gut erklärt. Einfach mal mit einer Streckenbegehung und einer Einweisung, Ja. okay, an welchem Punkt kann man einlenken, wo ist der Scheitelpunkt, teilweise 180 Kurven, wo man sich nach außen tragen lassen muss, um dann wieder den guten Scheitelpunkt am Ende zu bekommen. Und das hat so gut geholfen und man hat sich, also mich viel sicherer gefühlt. Das war echt der Wahnsinn. Na, man ist dann einfach mit so sachlichen Theorien an diese Sache, also an diese Rennstrecke rangegangen. So, ich wusste irgendwann so, da hinten ist der eine Weg, da muss ich einlenken. Habe ich das nicht gemacht, war die Kurve einfach schlecht. Dann bin ich einfach schlecht gefahren. Ja. Habe ich mich aber dazu gezwungen, auch wenn ich noch eigentlich viel zu schnell von meinem Gefühl her war, aber mich gezwungen da reinzulegen, zack, bin ich auf einmal voll gut durch die Ja. Kurve und voll gut in die nächste rein. Und dann war man Das- auch richtig in seinem Flow. Man muss richtig Wie im ihr das Kopf sich gesagt zwingen. habt. Dass man richtig dann irgendwann in seinem Flow ist und ohne die Witz. Runden abdreht und richtig so, weiß nicht, seinen Film schiebt und so genau weiß, was man wann tun muss. Ich könnte die Das ist Strecke einfach gerade echt so in meinem geil. Kopf durchgehen. Total. So richtig, das halt ist wie voll die geil. MotoGP-Fahrer, die Ja, sich genau. vorbereiten und dann, okay, jetzt so. Und man kann das einfach nachvollziehen. Ich denke, es ist so schwer, das rüberzubringen, was Rennstrecke eigentlich ist, was es bedeutet, wie sich das anfühlt. Ich glaube, Ja. man muss das einfach mal selber machen, weil es sieht immer ganz cool aus und so, ist ja klar, hört sich cool an, klingt geil, aber wenn man das nochmal fährt, ist das ganz anders. Wir haben ja schon mal die Videos jetzt ein bisschen ausgewertet, ein bisschen schon geguckt. Wahnsinn. Das bringt es nicht rüber. Das bringt nicht diese euphorische Gefühlsmacht rüber, die einen überwältigt, während man auf der Maschine sitzt. Also das ist echt Motorradfahren Next Level für mich. Auf jeden das Fall. ist echt. Auf jeden Fall. Ja, Ich man glaube, muss es es war auch ausprobieren. ziemlich geil, Man muss dass es ihr- ausprobieren. Und danach ist man meistens einfach infiziert von diesem Virus. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, auf der Landstraße zu fahren. Ich werde es natürlich trotzdem machen, aber jetzt gerade in dem Moment, wie ich hier gefahren Ja. bin, Ja. wo? Fakt ist einfach, dass man, wenn man auf der Landstraße fährt, dann sollte man schön fahren, man sollte Spaß haben, wunderbar, aber heizen dann da, Richtig. da sollte man es Davon wollten wir ja sowieso weg, deswegen sind wir ja auch hier. Und hier Ja. waren wir, denke ich, echt Und das fix. gibt einen den perfekten Ausgleich halt. Ja. Aber es war auch echt cool zu sehen, dass ihr mit den Bikes so gut klargekommen seid. Also auch gerade bei dir mit deiner Größe und sowas. Das war echt ziemlich, ziemlich nice. Ich bin noch nie wirklich Supersportler gefahren. Ja, ich eben. bin noch nie Knie geschliffen. Deswegen bin ich auch davon setz mich ausgegangen, darauf Warst du das- denn heute unten? Ja, Ja, sowas ja. von, das Ding ist, also, Halber Knieschleifer schon weggeschmissen. Ja, krass. Ich bin die gleiche Zeit wie Nima gefahren, der auch mitgefahren ist. hat Also seinen wirklich Ellbogen auf dem 0,015 langsamer. Und der hat Ellbogen geschliffen. Das heißt, ich glaube, hätte ich den mal richtig ausgestreckt oder so. Aber ich hatte halt auch keine Schleife. Er hat sich halt seine Kombi zerrissen. Aber einfach, um es zu können. aber die Maschinen können es halt Es auch. ist der Wahnsinn. Also, Also es ist auch, weiß ich nicht, besonders für meine Größe, wie du es gesagt hast, fühlt die sich einfach echt geil an. Ja. Also auf der 1000er BMW sitzt du so weit hinten, die Yamaha ist wieder voll klein, durch den Radstand einfach. Und da fühlt man sich echt wohl. Aber das haben wir ja wie in den Videos in München schon gesagt, Genau. dass man damit auch echt gut so auf der Stadt 600 Kilometer in hatten der wir Stadt runter? fahren kann. 650 an einem Tag. Das war schon ordentlich und es ging dafür, Ja, für Supersportler Handgelenke fahren. ging gut. Also, Rücken, Nacken. wie gesagt, Bikes waren top.
muss man jetzt auch mal ein Lob aussprechen. Veranstaltung top. jeden Jeder Fall. ist losgefahren, wenn es eingeplant war. War mega gut Wir organisiert. hatten keine auf jeden Probleme. Fall. Es war ein super Event. Ich glaube, wir beenden das mal. Wir labern wieder so viel wie in unseren Drift-Vlogs Ja, immer, ja, ne? ja. Andauernd. Voller Euphorie heute. Ja, wirklich, total begeistert. Ich hoffe, wir können das auch irgendwie euch rüberbringen in den Videos. Und dann sagen wir einfach mal Tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal auf der Rennstrecke. Genau. Ich hoffe, bald kommt wieder was, ne? Hoffentlich. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Peace. Peace.